Mein Name ist Ilanet Spinner, ich bin 37 Jahre alt und arbeite als Journalistin in München. Wir waren eine ganz kleine Mini-Nuklearfamilie. Also für mich waren jüdische Feiertage und auch Tradition, das war hauptsächlich wirklich wir vier, also meine Eltern, mein Bruder und ich. Also ich bin so ein klassisches Daddy's Girl, würde ich sagen, und bin ihm auch sehr, sehr ähnlich. Auch was so die beruflichen Ambitionen und das Selbstbewusstsein angeht. Also da war er immer schon mein ganz, ganz großes Vorbild. Und das war so das Erste, wo ich gedacht habe, also ich bin eigentlich sonst eher sehr individuell geprägt. Ich glaube nicht, dass man unbedingt Vorbilder braucht, sondern jeder ist sein eigener Herr und sollte auch, glaube ich, also das ist das Erstrebenswerteste, dass man mit sich selbst im Reinen ist, glücklich, zufrieden. Also ich halte jetzt nicht viel davon, sich Vorbilder zu suchen und an denen zu orientieren, aber bei mir wäre es schon gerade von klein auf eher der Papa. Mein Vater ist gelernter Textilit, also Kaufmann. Und wir hatten damals in München auch einen kleinen Laden, das war noch vor den Zeiten von H&M, Zara, wo es also diese ganzen Ketten gab. Heute schaut ja jede Innenstadt komplett gleich aus, das war damals noch anders. Und wir hatten direkt am Marienplatz in bester Lage ein Klamottengeschäft, wo ganz laut Musik von Eros Ramazzotti lief. Damals wusste noch keiner, wer Eros Ramazzotti ist und das war alles so ein bisschen so cool, stylisch gemacht. Und das sind auch so die Kindheitserinnerungen, die ich habe. Als kleines Mädchen ist natürlich der Traum, glaube ich, eines jeden Mädchens, im Klamottenladen meiner Eltern und dort die Umkleiden und die Schaufensterpuppen und einfach ganz viele Kleider und Klamotten. Und jetzt ist ein Dönerladen drin. Ich war eigentlich super happy mit der Entscheidung, weil ich mich immer in Spanien wahnsinnig wohl gefühlt habe. Auch wenn ich meine Freunde hier in München zurückgelassen habe, war das aber gefühlt nie jetzt so ein wahnsinniger Schnitt oder Cut. Und ich habe das Leben in Spanien geliebt, die Sonne, meine Freunde. Also ich würde jetzt rückblickend sagen, beste Entscheidung nicht meines Lebens, sondern im Leben meiner Eltern. Ob es mein Bruder auch so sieht, weiß ich nicht, aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich hätte mir keinen schöneren Ort wünschen können, um dort aufzuwachsen. Und ich habe es geliebt, obwohl ich dann natürlich nicht mehr auf einer jüdischen Schule war. Einen engeren religiöseren Bezug und auch eine engere Bindung zur Religion, weil die Gemeinde eben so klein war. Mein Vater hat damals auch geholfen, die weiter aufzubauen, einen Umbau zu finanzieren. Also sie sieht jetzt wirklich, es ist eine sehr, sehr schöne, kleine, aber sehr, sehr schöne Gemeinde. Da hat sich mein Vater sehr engagiert. Also habe ich auch mitbekommen, was da alles möglich ist, wenn man sich engagiert, wenn man da Herzblut reinsteckt. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Religionslehrer, der mir und meinem Bruder Religion auf, glaube ich, die schönste Art und Weise erklärbar gemacht hat und wir dadurch einen ganz, ganz tollen Zugang zum Judentum hatten. Und ich weiß noch, jeden Sonntag war Religionsunterricht in der Gemeinde. Und auch damals, als die Umbauarbeiten in der Gemeinde waren, war es dann bei ihm zu Hause. Also das war ihm wahnsinnig wichtig und er ist da aufgegangen. Also das war sein absolutes Herzblut. Der war jetzt natürlich kein zertifizierter, offizieller Religionslehrer, aber er hat perfekt Ivrit gesprochen und ungefähr noch 9 weitere Sprachen. Also es gab keine Sprache, die dieser Mann nicht konnte. Und alle Geschichten, auch die ich gelernt habe, meine Bat Mitzwa, ich bin einer der wenigen Mädchen, die auch, ich habe das nicht verstanden, ich bin zu meinem Vater und habe gesagt, wie kann es sein, dass die Männer zu ihrer Bar Mitzwa in der Synagoge aufgerufen werden und aus der Tora lesen und ich aber nicht. Und dann habe ich mich da wirklich, ich war da schon so damals so ein bisschen so leicht revoluzermäßig aufgestellt. Ich habe gesagt, das ist unfair, das finde ich nicht in Ordnung. Und dann habe ich mit meinem Religionslehrer, mit Ben, gesprochen und dann hat der gemeint, wenn das dein Wunsch ist, dann suchen wir uns deine Parascha aus für das Datum und dann wirst du auch aufgerufen und dann machst du das. Und ich habe dann zu meiner Bat Mitzwa, also nicht nur einfach im schönen Kleidchen dagestanden und Geschenke bekommen, sondern ich wurde aufgerufen und habe meine Parascha vorgelesen. Also mir ist natürlich bewusst, dass es verschiedene Aufgaben gibt und ich finde auch im Grundsatz ist es auch gut so. Dennoch hat mir das einfach auch gezeigt, auch für mein späteres Leben, dass auch als Frau alles möglich ist. Das ist wiederum etwas, was mir auch meine Mama mitgegeben hat. Du hast deine eigenen Rechte, du hast deine eigenen Werte und du kannst dich auch durchsetzen im Leben. Und das ist etwas, was sich durchgezogen hat, glaube ich, durch mein Leben wie ein roter Faden. Dieses gibt's nicht, geht nicht. Es wird irgendwie einen Weg geben. Und das ist nicht nur auf die Religion, sondern auch auf den Beruf und auf grundsätzlich alles in meinem Leben kann man das im Prinzip, würde ich sagen, so umsetzen. Und durch meinen Vornamen hatte ich vielleicht auch nicht die gleiche Wahl, die jetzt andere Menschen haben, die einen Namen haben, wo man nicht sofort zuordnen kann, das klingt anders, wo kommt der her? Und es ist nun mal so in meinem täglichen Leben, gerade als Journalistin, man ruft wo an, man lernt jemanden kennen und stellt sich erstmal vor.
Und dann ist meistens die zweite Frage, Internet, wie war das? Dann sage ich Ilanet. Aha, den habe ich ja noch nie gehört. Wo kommt der Name her? Und dann sage ich aus Israel. Und dann ist schon mal so ein Gespräch eröffnet. Also ich finde meinen Namen schön, ich stehe dazu, auch wenn das heißt, dass ich natürlich vielleicht anders mit meinen Wurzeln konfrontiert bin als andere Menschen. Ansonsten habe ich da nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich trage meinen Davidstern an meinem Arm seit ich 12 bin, seit meiner Bat Mitzwa, habe den auch nie abgezogen und deswegen gehe ich damit sehr offen um, habe aber auch noch nie dadurch Themen gehabt, dass mich Leute darauf angesprochen haben oder dass ich irgendeine Negativität oder irgendwas gespürt habe, in keinster Art und Weise. Also das ist bei mir echt ganz kompliziert, weil wenn Fußball-Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft ist, bin ich für Spanien. Ist einfach so. Das ist mein Zuhause, auch wenn ich nicht die spanische Staatsbürgerschaft habe, aber ich bin dort zur Schule gegangen, ich habe dort Abi gemacht, dort leben meine Eltern. Natürlich sehe ich mich selbstverständlich als Deutsche, aber wenn die Hatikva läuft, ist das meine Nationalhymne. Also A, kommt da überhaupt keiner mehr mit und ich kann es auch selbst nicht sagen. Also ich würde nie sagen, dass ich so dieses klassische, ich sehe mich als Deutsche oder ich sehe mich als Spanierin oder ich sehe mich, nein, sondern bei mir ist das so ein ganz bunt zusammengewürfelter Mix. Und deswegen habe ich nie klassisch gesagt, ich definiere mich als, sondern ich bin einfach eine Mischung aus ganz vielen unterschiedlichen Orten, Kulturen. Ist wahrscheinlich das Stringenteste und das, was sich dann eher wie so ein roter Faden dann durchzieht, doch das Judentum. Weil das ist ganz egal, ob ich da in Deutschland, in Spanien, in Israel, in London bin, das ist quasi immer da. Ich halte die höchsten jüdischen Feiertage selbstverständlich ein, aber ansonsten ist es nicht so, dass mich das in meinem alltäglichen Leben und auch in meinem Job in irgendeiner Art und Weise begleitet, dass man das merkt oder dass ich darüber nachdenken muss, sondern es sind wirklich die hohen Feiertage. Ich bin auch normalerweise am Freitag nicht in der Synagoge oder am Samstag. Also so in meinem alltäglichen Leben ist das nichts, was mich jetzt irgendwie in meiner Arbeit oder in meinem Sein so beschäftigt, dass ich da jetzt täglich drüber nachdenken würde. Nein. Aber was natürlich auch so ist, auch klar, wenn wir einen Nahostkonflikt haben, ich bin die Erste, die gefragt wird. Ist so, war immer schon so, wird auch wahrscheinlich immer so sein. Und wenn was in Israel passiert, ist es genauso, dass man sofort gefragt wird. Ich habe auch übrigens im letzten Jahr berichtet. Wir durften wegen Corona nicht nach Tel Aviv, was schwierig war für die Kollegen, die dort vor Ort über den Krieg berichtet haben. Deswegen haben wir es von München aus gemacht. Und da werde ich aber ganz normal behandelt wie jede andere Kollegin. Ich kenne mich sehr gut aus, weil ich das studiert habe, in der Ostgeschichte. Und deswegen war ich eine der Auslandsreporterinnen, die diesmal von München aus über den Konflikt berichtet hat. Und da berichte ich ganz normal, wie jeder andere auch, ob jüdisch oder nicht jüdisch, ist überhaupt kein Thema. Ich habe diesen Konflikt im letzten Jahr komplett begleitet. Da wird auch kein Unterschied gemacht oder darüber nachgedacht, könnte das jetzt vielleicht nicht ganz so ausgewogen sein, weil eben israelische Wurzeln, weil israelische Staatsbürgerschaft und weil jüdisch, das ist kein Thema. Also ich finde schon, dass das die ARD ziemlich gut macht. Da gibt es auch ganz klare Richtlinien, wie wir etwas benennen, sei es zum Beispiel die Hamas. Da wird nicht um den heißen Brei herumgeredet, sondern da sagt man ganz klar radikal islamisch und versucht es nicht zu verschönigen. Und da sind wir auch, finde ich, was so die Richtlinien angeht, auch während des Nahostkonfliktes im letzten Jahr, finde ich, haben wir von der ARD sehr gut darüber berichtet, um so ausgewogen wie möglich darüber zu berichten, was da wirklich passiert ist. Aber ich kriege es ganz oft mit von Kollegen, von anderen Sendern, ganz viel auch im Netz, dass da teilweise Überschriften sind, wo du dir an den Kopf fasst und sagst, das kann doch nicht sein, wenn in Jerusalem ein Mann sich als orthodoxer Jude tarnt und um sich schießt und dann von der Polizei erschossen wird, heißt es, Mann erschossen in Jerusalem, wo du sagst, Moment mal, aber da stimmen ja jetzt die Zusammenhänge überhaupt nicht. Wir müssen so ausgewogen und so gut darüber berichten, ganz egal, was meine eigene Meinung ist. Die hat da in dem Fall überhaupt nichts zu suchen. Wir brauchen uns auch nichts vormachen. Natürlich hat jeder Journalist zu den meisten Themen auch eine persönliche Meinung. Das ist ja auch in Ordnung so. Nur sollte sich das nicht in der Berichterstattung widerspiegeln, in keiner Art und Weise. Ohne freie Presse gibt es keine Demokratie. Also ich glaube, es ist einer der Grundpfeiler der Demokratie. Und das müssen wir hüten und schützen, weil es ein ganz, ganz wichtiges Gut ist. Und das ist etwas, was in den letzten Jahren leider an Reputation verloren hat. Früher war es so, dass ich mit Stolz sagen konnte, ich bin Journalistin, ich bin Reporterin. Und dann haben die Leute gesagt, oh wow, toll, erzähl doch. Heute sagst du, du bist Reporterin, du bist Journalistin und das heißt so,
Okay, Fake News und die Lügenpresse, Worte, die ich vor 10 Jahren überhaupt nicht kannte und überhaupt gar nicht gewohnt war, mit sowas konfrontiert zu werden. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, in der heutigen Zeit guten Journalismus zu machen, weil durch Twitter, durch Facebook, durch die ganzen sozialen Netzwerke kann jeder ungefiltert 24 Stunden am Tag Nachrichten schicken, verschicken, Sachen posten, Sachen behaupten. Aber dieses Journalistenbashing und was ich gerade während der Corona-Krise erlebt habe, dass wir bespuckt werden auf den Straßen, dass uns die Masken runtergerissen werden, dass wir als Nazi-Fernsehen, Staatsfernsehen, also wie ich da beschimpft worden bin, wir dürfen nur noch zu Demonstrationen mit Polizeischutz. Das ist eine Welt, wo ich mir nicht im Traum vor ein paar Jahren gedacht hätte, dass ich so mal als Journalistin leben muss und arbeiten muss. Ich finde, dass wir alle, gerade auch in meinem Alter und die jüngere Generation, vor einer Mammutaufgabe stehen, weil wir in ein paar Jahren keine Zeitzeugen mehr haben werden. Und nichts ist eindrucksvoller als die persönlichen Gespräche. Und man kann in Büchern viel nachlesen, aber wenn man jemanden vor sich stehen hat, in einer Schulklasse, im Gymnasium und die einem die eigene Geschichte erzählt und näher bringt, ist das viel eindrucksvoller als jeder Film oder jedes Buch, das ich aufschlage. Und die Zeitzeugen werden immer weniger, das ist nun mal die Realität. Und deswegen liegt es an uns, diese Lücke irgendwie zu schließen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist Bildung, aber mindestens genauso wichtig, und da kommen wir alle ins Spiel, sind Begegnungen. Das ist, finde ich, das A und O, dass man einfach merkt im Zusammenspiel, dass das Judentum Alltag sein kann. Und das Judentum, dass die Jüdinnen und Juden genauso zu Deutschland gehören wie alle anderen. Ich habe auch in meinem Leben schon ganz oft gesagt bekommen, Sie sind die erste jüdische Person, mit der ich je Kontakt hatte. Und deswegen finde ich diese Begegnungen mindestens genauso wichtig wie Bildung. Und deswegen gehe ich auch ganz offen mit dem Judentum mit meinem Namen um, weil ich das nach außen hin tragen möchte und zeigen möchte, hey, das ist Normalität. Ich bin nicht anders, ich sehe nicht anders aus, ich gehöre genauso dazu wie jeder andere. Und das wird unsere Aufgabe vermehrt sein, weil es eben weniger und weniger Zeitzeugen gibt. Also Bildung, ja, total wichtig, aber in meinen Augen noch wichtiger, auch um Stereotype, um Antisemitismus abzubauen, sind einfach Begegnungen.